Krass, das ist voll realistisch. Alles okay bei dir? Das ist überhaupt nicht gelaufen wie geplant. Krass, ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier unter uns tatsächlich ein Flugzeug liegen würde, mit einer Person drin. Schon ein harter Einsatz irgendwie. Ich bin in Tschechien und hier findet eine Großübung statt. Die Helferinnen und Helfer des THW trainieren den Ernstfall. Was ist zu tun bei einem Flugzeugabsturz? In diesem See soll das Flugzeug abgestürzt sein. Verletzte Person im Wasser. Wird gerade durch die Taucher stabil gehalten. Und wir müssen aus dem Wasser holen. Okay. Verletzte Person, also jemand, da lebt noch jemand und ist gerade Da lebt noch jemand, ja. Und wir müssen ihn rausholen. Bei so einer Übung soll die schnelle Zusammenarbeit für den Ernstfall geübt werden. Unser erster Auftrag: Personen aus dem Wasser retten. Das ist schon krass, wenn du in einem See unterwegs bist, den du da jetzt auch noch gar nicht kennst. Das kann ja auch sein, dass hier Steine liegen oder dass das Ufer so flach ist, dass du musst dich jetzt hier orientieren und navigieren, ohne dass du dieses Gebiet gut kennst. Ja? Dafür haben wir jetzt hier ein Echolot. Das Echolot kann uns dann auch die Tiefe anzeigen. So können wir uns jetzt halt auf dem See hier navigieren. Siehst du jemanden schon? Wir haben jetzt einen Ausguck organisiert. Das sind die zwei Kollegen jetzt hier vorne an Bord. Aha. Die halten jetzt Ausschau und suchen nach der verletzten Person. Okay. Und ist das bei so einer Übung dann tatsächlich so, dass da jetzt gleich eine echte Person im Wasser sein wird? Da wird eine echte Person im Wasser sein. Und ich glaube, da hinten, da winkt auch schon jemand. Bei den Verunfallten ist schon ein anderer Helfer, der vom Ufer hingeschwommen ist. Den dritten Verletzten bewusstlos haben wir schon an Ufer gebracht. Der letzte wird noch vermisst. Jetzt übernehmen wir. Mit einer speziellen Trage ziehen wir den Verletzten vorsichtig an Bord. Und auch noch eine zweite Person kann aus dem See gerettet werden. Krass, das ist voll realistisch. Also die kümmern sich jetzt erstmal um die beiden geborgenen Personen natürlich direkt. Genau. Die zwei geretteten Personen konnten wir jetzt aufnehmen und die bringen wir jetzt ans Ufer und dort wartet dann der Krankenwagen und wird sich dann um die Person kümmern. Ja. Das hat sich jetzt für mich angefühlt, als wäre es eine echte Situation. Wie ist das für dich? Ist für mich genauso. Also man kriegt auch ein bisschen Gänsehaut, wenn man sich das jetzt hier so anschaut. Und es ist schon echt real. Ja. Ja. Man macht auch bei so einer Übung viele Fehler und das ist dann halt im Nachhinein auch wichtig, dass man daraus lernt und guckt, was man dann im Ernstfall eben besser machen kann. Ja. Leicht anzuheben, noch langsam an. Okay. Langsam hoch, ja. Wir tragen den Geretteten an Land. Damit ist der erste Teil des Einsatzes erledigt. Laut Einsatzleiter wird noch eine weitere Person vermisst. Wahrscheinlich befindet die sich noch im Flugzeug auf dem Grund des Sees. Unser zweiter Auftrag: Person aus dem Flugzeugwrack bergen. Die Vorbereitungen laufen an. Also das sind jetzt das sieht aus wie so Kanister. Was sind das für Dinger? Das sind Jetflows. Das ist eine mobile Arbeitsplattform, die wir jetzt hier aufbauen. Die sind mit Luft gefüllt. Wie ein schwimmendes Floß eigentlich? Wie ein schwimmendes Floß, genau. Wozu bauen wir das auf? Das schwimmende Floß, das können wir dann an unsere Boote dranhängen und können wir dann auf dem See platzieren, auf dem Arbeitsbereich, je nachdem da, wo wir es benötigen. Wir haben noch Taucher im Einsatz. Und damit die Taucher ihr Arbeitsgerät ablegen können, brauchen wir genau diese Arbeitsplattform. Ach, super, das ist wie so ein mobiler Arbeitsplatz. Die Arbeitsplattform bringen wir über den See zum Einsatzort der Bergungstaucher, die uns schon erwarten. Also ich mache jetzt hier mal fliegenden Wechsel und verlasse dieses Boot. Manu, vielen Dank. Ciao. Ciao. Und es geht rüber zu den Tauchern. Sag noch mal, was ist jetzt hier eigentlich gerade die Lage? Was ist das Szenario? Unser Szenario ist ein abgestürztes Flugzeug unmittelbar unterhalb unseres Pontons. Leider ist in dem Flugzeug auch noch eine Person gefunden worden. Der nächste Schritt ist das Bergen der Person. Anschließend dann der Trümmer und Wrackteile dieses noch grundliegenden Flugzeugs. Okay, das ist natürlich schon auch krass zu wissen, eine Person, die man bergen muss. Man muss einmal dazu sagen, es ist eine Übung, es ist keine echte Person, ne? Es ist eine Puppe. Aber jetzt geht es ums Tauchen. Genau. Was wir jetzt machen werden, ist die Sicherheitsausrüstung prüfen. Das heißt, wir haben jetzt vor uns zwei Tauchermasken, zwei Vollgesichtsmasken liegen. Die eine hat eine Videoanzeige noch mit drauf
und eine Sprach- und Hörkommunikation. Sehen wir gleich ein Video hier oben dann? Wir sehen jetzt auch gleich noch ein Video, Ach, super. was der Taucher dort unten macht und sieht. Die Taucher machen sich bereit und es geht ins Wasser. Krass, ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier unter uns tatsächlich ein Flugzeug liegen würde, mit einer Person drin, schon ein harter Einsatz irgendwie. Also er zieht sich am Seil nach unten. Er zieht sich an dem Seil, was wir unten befestigt haben, runter. Ist Und jetzt an der Seite von dem Behälter. Ist der Behälter das, was geborgen werden soll? Das wird zum Schluss noch geborgen, ja. Aber er ist jetzt erstmal auf der Suche nach der vermissten Person, die Ja. da noch ist. Die da noch ist. Das ist ja Wahnsinn, da kann man jetzt richtig mitgucken, wie er da unten diese ganze Rettungsaktion durchführt. Er muss jetzt wirklich gucken, wo ist was. Es ist eine fremde Umgebung, er weiß gar nicht, was er vorfindet und jetzt auch noch einen Menschen suchen. Wobei natürlich schon klar ist, dass es in einem echten Fall jetzt da unten keine Überlebenden mehr geben würde. Aber auch das Bergen von Toten gehört zu solchen Einsätzen dazu. Hast du die Person gefunden? Ja. Mittlerweile geht's okay. Okay, Person ist gefunden. Ich sag nochmal, ist keine Person, es ist eine Puppe. Aber in einem echten Einsatz wäre es natürlich ein Mensch. Jetzt müssen wir die Person aus einer Wassertiefe von 13 Metern an die Wasseroberfläche bringen. Wie macht man das? Wir legen dem ein Jacket an. Das ist ähnlich wie so eine Rettungsweste. Und damit können wir ihn erstmal an die Oberfläche bekommen. Wird die mit Luft gefüllt? Die wird mit Luft gefüllt und damit können wir ihn an die Oberfläche bringen. Aber dann gibt es plötzlich Probleme. Einer der Taucher muss ganz schnell auftauchen. Alles okay bei dir? Daniel, das ist jetzt nicht gelaufen wie geplant. Nee, das ist überhaupt nicht gelaufen wie geplant. Also die Idee war, die Puppe hochzuholen, hat jetzt nicht geklappt. Nee. Woran hat es gelegen? Er hat sich wahrscheinlich unten mit den anderen Leinen verhangen. Ja. Und bei dem Verhängen hat sie die Maske vom Gesicht gezogen. Daran siehst du natürlich, diese Einsätze, das ist eine extreme Situation, in der man ist. Ne? Ja. Aber die Bergung soll abgeschlossen werden. Deshalb macht sich Daniel fertig, um runterzugehen. Daniel, hörst du uns? Ja! Ja, ich mache jetzt gerade die Puppe fest. Ah, okay, er macht die Puppe schon fest. Er ist also gerade da, wo er hin wollte. Bist du das zweite Check? Boah, ist das schon ein krasser Moment. Was kommt zum Vorschein? Und dann Hier kann, Da ist er. Okay. Puppe geborgen. Aber das war ja erst Schritt 1. Jetzt sind ja noch Wrackteile unter Wasser. Um die zu bergen, kommt ein Hebesack zum Einsatz. Siehst du, ist ein riesengroßer Ballon. Das ist wie ein Heißluftballon eigentlich. Ja, genau, so, wie ne? ein Heißluftballon. Okay. Und dann hast du hier unten, statt der Gondel, die unten dran ist, machen wir unsere Wrackteile als Gondel unten dran. Mit den Da ganzen hängen Schäkeln. da, aber da ist ja keine heiße Luft drin. Ja, und deswegen haben wir dann auch so einen schönen Schlauch hier. Und mit dem Schlauch geben wir dann die Luft aus der Pressluftflasche dann von hier oben in den Ballon rein. Einfaches Prinzip. Also Und dann geht's nach oben. Ballon mit runter und dann Luft von hier oben rein. Genau. Okay. Dritter Auftrag, Wrackteil bergen. Daniel taucht mit dem Hebesack runter zu dem Behälter, der ein Flugzeugwrackteil darstellen soll. Daniel, bist du am Wrack? Dann kannst du mal dranlegen. Pass auf, Erik, jetzt du. Jetzt wird angeblasen. Hält eine Stunde. Jetzt kommt, hält der Stunde. Jetzt kommt Luft in diesen Hebesack. jetzt da. Jawohl! Jetzt können wir zudrehen. So wollen wir es haben. So wollen wir es haben. Ja. Ach, Der bleibt oben. es ist oben. Das Wrackteil ist geborgen. Das hängt jetzt da unten dran. Das sehen wir jetzt Genau. nicht. Ne? Das ist der Sack und unten dran hängt das, was wir holen wollen. Ungefähr einen knappen Meter unten drunter hängt jetzt unser Wrackteil.
Super, damit ist jetzt alles erledigt und wir haben den Auftrag ausgeführt. Genau. Wir würden jetzt eigentlich ans War geil. Boot übergeben Komm. und ans Ufer bringen. Also jetzt haben, Vielen wir, Dank. jetzt haben wir aber auch Feierabend verdient. Jetzt haben wir echt viel gemacht. Unbedingt. Die Aufgabe ist sozusagen gelöst, der Auftrag ist erledigt. Und ich finde das schon toll. Man muss echt sagen, ihr vom THW, ihr müsst einfach mega gut vorbereitet auf den Ernstfall sein. Einmal natürlich, damit ihr euch selbst nicht gefährdet und dann könnt ihr auch anderen helfen. Und ich finde es mega, alle hier machen das in ihrer Freizeit, um sich für andere einzusetzen. Richtig cool.